FH, ÖBB, DM, ORF, AMS. Wisst ihr, was das alles heißt? Noch nicht? Dann seid ihr genau richtig im heutigen Video, denn wir erklären euch heute 5 Abkürzungen, die euch in Österreich auf jeden Fall einmal begegnen werden, und wir erklären auch, wie man diese Abkürzungen richtig ausspricht. Also bleibt dran, schön, dass ihr dabei seid. Im Alltag verwenden wir sehr oft Abkürzungen, weil wir dadurch lange Wörter oder sogar mehrere Wörter abkürzen und dadurch effizienter sprechen können. Leider machen diese Abkürzungen es aber den Lernenden etwas schwieriger zu verstehen, was gemeint ist, was wir sagen möchten. Natürlich gibt es sehr viele Abkürzungen, die wir im Alltag verwenden, und es kommt auch sehr stark darauf an, wie unsere Umgebung ist. Zum Beispiel gibt es Menschen, die aufgrund ihres Berufs sehr viele Abkürzungen in der Arbeit verwenden. Die 5 ausgewählten Beispiele, die wir heute durchgehen, sind also nur eine kleine Auswahl und auf keinen Fall alle Abkürzungen, die ihr finden werdet. Die Abkürzungen, die wir euch jetzt vorstellen möchten, sind Akronyme. Akronyme, das ist eine Sonderform des generellen Begriffs Abkürzungen. Wir haben schon ein anderes Video zum Thema Abkürzungen gemacht. Wenn euch das interessiert, schaut euch auch dieses gerne an. Also, schauen wir uns die erste Abkürzung an. Die FH, das steht für Fachhochschule. Das ist eine Art Universität, die sehr praktisch orientiert ist. Im Englischen sagt man auch Universität für angewandte Wissenschaften. Und wie ihr gehört habt, sprechen wir hier die Abkürzung als 2 getrennte Buchstaben aus, also FH, mit der Betonung auf H. Das ist eine Möglichkeit, Abkürzungen auszusprechen, sie also zu buchstabieren. Im nächsten Beispiel werdet ihr aber auch sehen, dass es genauso die Möglichkeit gibt, eine Abkürzung wie ein Wort auszusprechen. Die Universität wird übrigens abgekürzt mit die Uni. Und auch noch gut zu wissen ist, dass die Artikel gleich bleiben. Also wenn es die Universität ist, ist es auch die Uni. Wenn es die Fachhochschule ist, ist es auch die FH. ÖBB steht für Österreichische Bundesbahnen, die größte Eisenbahngesellschaft Österreichs. Da das aber sehr mühsam ist, immer österreichische Bundesbahnen auszusprechen, kürzen wir das ganz einfach mit diesen 3 Buchstaben ab. Unsere dritte Abkürzung für heute ist DM. Das ist der Name eines der bekanntesten Drogeriegeschäfte in Österreich und steht für Drogeriemarkt. Hier gibt es alles von Putzmittel über Kosmetikartikel bis hin zu Nahrungsmitteln. Ein zweites sehr bekanntes Drogeriegeschäft heißt Bipa, was ursprünglich von billige Parfümerie kam. Wie ihr gehört habt, wird diese Abkürzung wie ein Wort ausgesprochen und nicht buchstabiert. ORF steht für Österreichischer Rundfunk, also der öffentlich-rechtliche Fernsehsender in Österreich. Und das kürzen wir auch ganz einfach mit 3 Buchstaben, also ORF ab. Achtung, nicht ÖRF, aber ORF. Und zum Schluss haben wir noch die Abkürzung AMS. Das steht für Arbeitsmarktservice. Wenn man also Arbeit in Österreich sucht, dann kann man zum AMS gehen und dort auch Fortbildungen machen zum Beispiel. Das AMS zahlt auch das Arbeitslosengeld. So, habt ihr jetzt noch andere Ideen für Abkürzungen, die wir in einem anderen Video klären sollen? Gibt es sonst andere Abkürzungen, die ihr sehr häufig in eurem Alltag verwendet oder Abkürzungen, die ihr in eurer Muttersprache verwendet? So, das war es auch schon wieder von uns für heute. Schön, dass ihr mit uns Deutsch lernt. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch lernen doppelt so viel Spaß.